Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal ein bisschen anders. Und zwar geht es um einen neuen Rechner oder eher um ein Rechner-Upgrade. Hier habe ich meine gute alte Kiste. Das ist ein HP Envy mit einem i7 6700K, 16 GB RAM, einer GeForce GTX 89 Ti und ein paar Festplatten und sonst nur Müll drin. Das Mainboard ist Müll, der Kühler ist Müll, der Lüfter ist Müll und das Netzteil ist Müll und das muss ich alles austauschen. Das ist ein bisschen über ein Jahr oder ein knappes Jahr alt. Ja, und jetzt werde ich es ein bisschen aufrüsten und dazu habe ich natürlich die ein oder andere schöne Sache gekauft. Als Kühler habe ich mir den Brocken 2 gekauft in der PC Games Hardware Edition. Werden natürlich nicht gesponsert, das wäre natürlich schön. Also PC Games Hardware. Ich bin so überzeugt. Das Ding ist wirklich gigantisch groß und hat im Gegensatz zum Alpenföhn Brocken 2, dem normalen, 2 Lüfter dabei. Vor allem, wenn man ein bisschen übertakten will, dann sollte man an der Kühlung nicht fahren. Dazu als Netzteil mit ein bisschen bunter Farbe habe ich mir von Thermaltake das Tough Power Grande RGB 750 Watt geholt. Damit hat man, denke ich mal, ausreichend Leistung, um genug Spaß zu haben. Vor allen Dingen ist es ein vollmodulares Netzteil. Also die Kabel, die man nicht braucht, kann man einfach weglassen. Das ist auch sehr schön. Und zu guter Letzt haben wir noch hier das Herzstück, was heißt das Herzstück, aber mit einer der wichtigsten Zutaten, nämlich das neue Mainboard. Beim Envy hatte ich nicht mehr genug SATA-Steckplätze, um mehr Festplatten reinzumachen, und deshalb habe ich mir dieses geholt. Das hatte schon ein paar mehr und hat vor allem RGB-Beleuchtung und ein paar andere nette Features, auf die man da gerne nochmal später eingehen kann. Ja, das ist also das, was ich mir geholt habe. Was vom alten Rechner übernommen wird, ist der Arbeitsspeicher, der Prozessor und ich glaube, das war's. Siehst du, fehlt noch was, nämlich das Gehäuse. Das ist etwas größer als das, was ich vorher hatte. Und zwar ist das von Fractal Design, das Define R5 in der Blackout-Variante. Das sieht man daran, dass hier hinten die Shields in schwarz sind, genauso wie die Lüfter, und vorne auch nochmal das Lüfter mit Seitenpanel, damit man auch schön reingucken kann. Ja, jetzt zeige ich alles nochmal ausgepackt und ein bisschen näher, und dann würde ich sagen, baue ich das Ganze zusammen und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Also, los geht's. Fangen wir nochmal mit dem Kühler an, dem Brocken 2 von Alpenföhn in der PC Games Hardware Edition. Unschwer zu erkennen, hier an dem PC Games Hardware Logo. Das ist der erste Lüfter, zweiter Lüfter. Und das ist das gute Stück. So, das muss auch noch raus. Und da haben wir es. Ein Prachtstück. Und kommen wir nun zum Netzteil. Und zwar das Thermaltake Tough Power Grande in der RGB 750 Watt Ausführung. Voll modular, Zellgedöns. Kappe aufnehmen. Ist alles wunderschön eingepackt. Die Tüte mit den ganzen Kabeln drin. Und hier sehr schön eingepackt. Nehmen wir es mal so. Das wunderschöne, vollmodulare. Ich mache den Karton ein bisschen weg. Netzteil, und ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Da müsste man so den Lüfter durchziehen, und da oben an der Kante sieht man so einen durchsichtigen Ring. Das ist der LED-Ring, die man unter anderem hier mit die Farben wechseln kann. Das Netzteil hat auch die Funktion mit Smart Zero Fan, das heißt also, solange der nicht über 20% auf Last geht, ist der Lüfter komplett aus.
Last but not least kommen wir zu Mainboard von Gigabyte, dem Z270X Ultra Gaming. Ordentliche Unterstützung für schnellen RAM, den ich zwar nicht habe, aber trotzdem ganz gut. USB 3.1 Gen 2 Unterstützer, USB Typ C ist dabei, das war mir noch ein bisschen wichtig. Und vor allen Dingen SLI-fähig, falls ich dann mir noch meine zweite GTX 980 Ti holen möchte, um die zu verbinden. Auch alles relativ simpel verpackt. Und hier ist es das Prachtstück, das Z270X Ultra Gaming. Wunderschön mit LED an der Seite, bei den RAM-Plätzen noch ein paar anderen Stellen, genug SATA-Anschlüsse und so weiter und so fort. Und alle, die nochmal einen Blick ins Innere des Gehäuses wagen wollen, und nun ist Bastelzeit. What we do here is go back. So, und dann läuft das gute Ding. Eine schöne LED-Beleuchtung auf dem Motherboard, hier von der Grafikkarte und auch im Netzteil. Und das war's auch schon. Wenn euch das Ganze nicht gefallen hat, dann gebt einfach einen Daumen nach unten, das ist okay. Aber wenn es euch gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich verlinke natürlich unten in der Videobeschreibung Affiliate-Links zu all den Sachen, die ich gekauft habe, falls ihr euch auch dafür interessiert. Damit könnt ihr mir auch ein bisschen aushelfen, wenn ihr in Zukunft Sachen über Amazon bestellt. Das hilft mir auf jeden Fall weiter, das Ganze hier am Laufen zu halten. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Floma. Ciao.